Also Vitamin D, sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, wir brauchen 800 Einheiten. Sorry, das ist ein Witz, damit kann ich keine Entzündung besser hinkriegen. Nach meiner Erfahrung brauche ich bei den Erwachsenen 3000 bis 10.000 Einheiten, aber bitte immer messen. Zumindest wenn Sie irgendein Präparat über längere Zeit einnehmen, bitte nach 3 Monaten wirklich mal messen und dann sehen wir, haben wir den optimalen Wert, den werde ich auch gleich noch zeigen. Und dann die Dosis anpassen. Wir wollen keine Überdosierung erreichen. Können wir mit 10.000 Einheiten praktisch nicht machen. Aber bitte messt, Leute, dann seid ihr immer auf der richtigen Seite. Messen, messen. Die Messung kostet 20 bis 30 Euro. Das ist bezahlbar. Für Kinder würde ich bereits von Geburt an 500 Einheiten nehmen, nach einem Jahr 1000 Einheiten, 3 Jahre 2000 Einheiten, 9 Jahre 3000 Einheiten, ab 12 Jahre dann 4000 Einheiten und Erwachsene sollten 5000 Einheiten nehmen. Wie gesagt, normalgewichtige Erwachsene, Übergewichtige brauchen ein bisschen mehr, ganz dünne brauchen vielleicht ein bisschen weniger. Hängt natürlich auch mit davon ab, wie stark ich mich der Sonne aussetze. Aber 5000 ist so meine Hausnummer. Und ich sage dann im Sommer an Sonnentagen weglassen, wenn man keine Sonnencreme auftragen, ein paar Minuten lang, damit die Haut wenigstens mal ein paar Minuten lang Vitamin D bilden kann. Im Winter von Oktober bis April würde ich es durchgehend nehmen. Und auch bei den Kindern, wenn die das längere Zeit nehmen und wenn eben eine Indikation besteht, weil die Rheuma haben oder Neurodermitis oder ADHS, bitte dann immer mal messen, damit man die Dosis nach oben oder auch mal nach unten anpassen kann. Wichtig noch, das habe ich noch vergessen, Vitamin D immer zum fetten Essen nehmen. Also nicht zum Haferbrei oder zum Obstsalat, sondern am besten zum Mittag oder zum Abendessen, wo noch ein bisschen Fett aus der Nahrung mit dabei ist. So, Omega-3, was sind da die richtigen Dosen? Beim Erwachsenen, wie gesagt, in der Regel 1 Esslöffel Fischöl. Das sind 5 große Kapseln oder 15 normale Kapseln, wie man sie aus der Apotheke oder dem Supermarkt bekommt, mit 500 Milligramm Öl. Wichtig, gucken Sie auf die Packung, rechnen Sie sich aus, wir müssen auf 2 Gramm EPA-DHA kommen. Wenn jemand sehr dick ist, wenn jemand sehr wenig Fisch isst oder sehr viel Fleisch isst, braucht er noch mehr. Kinder je nach Gewicht, also 35 bis 40 Kilogramm, etwa 1 Teelöffel Fischöl, also etwa 1 Gramm EPA-DHA. Kinder mit 15 bis 20 Kilogramm, etwa einen halben Teelöffel. Und Kleinkinder, wenn die anfangen zu essen, kann man schon 2 Tropfen Fischöl pro Kilogramm Körpergewicht in den Möhren oder andere Preis hineinrühren, macht man nichts verkehrt. Ja, und die Vegetarier oder Veganer, die brauchen normalerweise 1 Teelöffel. Also 1 Esslöffel Fischöl entspricht in der Regel 1 Teelöffel. Weil aber nun das Algenöl relativ mehr DHA und weniger EPA enthält, möchte ich gern ein bisschen mehr haben. Also die haben dann insgesamt 3 Gramm EPA-DHA, aber davon viel mehr DHA. Also davon dann nicht einen Teelöffel, sondern 1,5 Teelöffel oder 3 Esslöffel. Kinder entsprechend auch die Hälfte, also ja, 3 Viertel eines Teelöffels. Ja, wenn jetzt einen ganzen Teelöffel, Entschuldigung, nicht Fischöl, das ist verkehrt, Algenöl, wenn die also da ein bisschen mehr kriegen, dann kriegen die auch keine Überdosierung. Aber so knapp 1 Teelöffel wäre für die richtig. Und bei Entzündungen und noch kleinere Kinder 3 Achtel Teelöffel, ja, mit einem halben Teelöffel macht man da auch nichts verkehrt. Und auch Kleinkindern kann man das schon geben. Also in der Prävention, wenn ein veganes Kleinkind keine Krankheit hat, dann würde ich sagen, 1 Tropfen pro Kilogramm Körpergewicht reicht aus. Aber bei einer Entzündung, ja, so 1 bis 2 Tropfen, vielleicht jeden zweiten Tag 2 Tropfen, dann liegt man auch in der richtigen entzündungshemmenden Dosis für EPA. Wichtig auch hier, EPA, DHA, Fischöl, bitte immer zu
einem fetten Essen, wenn es morgens nüchtern eingenommen wird und jemand macht dieses 16, 18 Stunden Fasten, steigt der Wert praktisch nicht an. Ich habe mittlerweile mehrere Patienten, bitte immer zu einem fetten Essen. Ja, Selen in der Regel 100 Mikrogramm brauchen die meisten. Zink, so die Tagesdosis 15 Milligramm, kommt in der Regel ganz gut zurecht, wenn man keine Messung macht. GLA, wie gesagt, 2 Gramm Nachtkerzenöl, Kinder die Hälfte, wenn man es braucht. Wie gesagt, das ist recht teuer, das Öl. Also da würde ich immer, hier haben wir das schöne Nachtkerzenöl, würde ich immer vorher eine Messung machen. Die Messung kostet 89 €. Mit einem Rabatt kostet noch ein bisschen weniger, aber es lohnt sich wirklich. Ja, Hanföl. Hanföl enthält auch etwa 20% ALA, hat also auch ein bisschen Omega-3 und enthält etwa 2-4% von der Gabellinsäure. Das ist jetzt nicht so viel. Nachtkerzenöl hat etwa 9-11%, aber Hanföl wäre gar kein so schlechtes Öl bei Entzündungen, gerade wenn ein GLA-Mangel da ist, mit dazu zu nehmen. Aber man müsste da auch schon eine ganze Menge Hanföl nehmen, um auf einen guten GLA-Wert damit alleine zu kommen. Und die dritte GLA-Quelle ist also das Bordsamenöl. In Granatapfelkernen ist auch eine ganze Menge dabei, habe ich jetzt hier kein Bild davon. Also auch das darf der Patient mit einem GLA-Mangel gerne noch in die Ernährung mit einbauen.